Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swisspreneur. Wir treffen heute Mike Näf im Technopark Zürich. Der Mike hat 2006 Doodle gegründet. Doodle ist auch eines der bekanntesten Startups in der Schweiz. Darum wollen wir von ihm wissen, wie man in der Schweiz ein Startup so erfolgreich machen kann und warum er sein Baby auf dem Höhepunkt des Erfolgs an Tamedia verkauft hat. Ciao Mike. Hallo Krigo. Schön bist du da. Es freut mich mega, nimmst du dir Zeit für uns und für das Unternehmertum. Wir sind hier im Technopark Zürich, ein recht wichtiger Ort für dich. Sag schnell, was verbindet dich mit diesem Ort? Ja, das ist einfach der Ort, wo wir Doodle gestartet haben damals und die ersten paar Jahre aufgebaut haben. Das heisst, ein paar Jahre war das einfach mein täglicher Arbeitsort. Ja. Wie habt ihr euch entwickelt hier? Habt ihr immer das gleiche Büro gehabt, oder habt ihr euch... Wir haben gestartet, wir haben so einen Aufstieg gemacht. Wir haben gestartet da vorne rechts, ganz hinten im Flügel hinein, haben wir den Gang hindern und dann am Stegenhaus vorbei und an den WCs vorbei. Und dort haben wir so ein kleines Büro gehabt, das zweite, wo viele Leute uns nicht einmal gefunden haben, die dann uns angerufen haben und gefragt haben, hey, ich stehe hier in einem Gang und ich finde euch nicht. Und nachher haben wir aber im Technopark auch wachsen. Das heisst, haben in dem Maß, wie das Team grösser wurde, ist auch neue, grössere Büros beziehen. Und wie viele Leute waren im letzten Büro, wo ihr waren? Weißt du das noch? Das weiss ich nicht mehr so genau. Ich würde sagen, etwa 8 oder so. Okay, also von 2 auf 8 und nachher seid ihr noch jemand anders her. Genau, nachher sind wir dann zu Tamedia weiter. Vielleicht, wenn wir mal vorne anfangen bei dir. Ich habe gelesen von dir, du bist in einem Bauerndorf aufgewachsen. Wie kommt ein Bauerngiel an die ETH oder wird Internetunternehmer? Erzähl mal kurz, wo bist du aufgewachsen und wie waren die ersten Jahre in deinem Leben? Ja, ich bin tatsächlich die ersten Jahre im Kästal aufgewachsen. Das klingt bernerisch, ist es aber nicht. Das ist im Aargau, ein kleiner Weiler im Aargau mit im Wesentlichen 4-5 Bauernhöfen und dem Haus von meiner Familie, wo wir zu dieser Zeit bewohnt haben. Ja. Dort habe ich so die ersten 7 Jahre von meinem Leben verbracht. Und du warst viel in der Natur draussen, oder? Sehr viel in der Natur, sehr viel mit Tieren zu tun gehabt, die wir selber hatten, sehr viel mit den Bauern zu tun gehabt, in der Nachbarschaft, bei denen mitgeholfen oder im Weg rumgestanden oder wie auch immer. So, aber ja, viel Natur. Und Bauer hast du nie werden? Nein, also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich war einfach sonst mit Freunden viel unterwegs gewesen, auch wieder irgendwie draussen im Wald, wie auch immer. In der Kindheit, bis dann irgendwann der Computer Einzug gehalten hat in mein Leben. Dann hat sich mein Leben ein bisschen verändert. Wann war das? Mit etwa 11 oder 12. Und der Computer, wie ist der zu dir gekommen, wenn der Einzug gehalten hat? Ist irgendwann unter einem Christbaum gestanden. Ah, wirklich? Ja. Und was hast du mit dem gemacht? Hast du mit dem hauptsächlich gegamet, wie alle Jungen? Oder hast du angefangen zu programmieren? Hast du ihn auseinandergeschraubt? Oder? Ja, also all das. Sehr viel Gamen, ganz klar. Auch Software tauschen mit anderen. Es war so ein Wettrennen, wer hat die neueste Software. Aber auch viel untersuchen, explorieren, programmieren, verstehen, wie das Ding funktioniert. Das ist schon halt ein sehr vielseitiges Spielzeug gewesen, ja, auf jeden Fall. Oder so ein Forschungsgegenstand. Und wie ist man dann zu Software gekommen? Also hat man irgendwie ist man die kaufen, abladen hat man dann noch nicht können. Das war noch nicht so ein Thema. Internet hat dann noch nicht Einzug gehalten in die Schweizer Haushalte. Nein. Wie ist man zu Software gekommen? Wer hat Software gehabt? Wie ist man dazu gekommen? Ja, die hat man im Wesentlichen getauscht. Also mit anderen Leuten, die auch Software hatten, hat man getauscht. Was ich mich auch noch erinnere, ist, in der frühen Zeit hat es so sehr mühsame Tätigkeit. Sie hatte so Computerzeitschriften, wo man halt sozusagen Maschinencode abtippt hat, seitenweise Maschinencode, so mit dem Maßstab, damit man die Ziele nicht verrückt. Am Schluss hat es dann gleich nicht funktioniert, weil irgendwo ein Fehler drin war. Also dann hat man sein Programm selber geschrieben, eigentlich abgeschrieben? Abgeschrieben, ja. Abgeschrieben, okay. Und selber Software kaufen, hast du irgendwann gefunden, jetzt muss ich mal ein bisschen Geld verdienen, dass ich Software kaufen kann oder sonst grundsätzlich, dass ich eine Stereoanlage kaufen oder so. Hast du irgendeinen Job als Teenager? Ja, als Teenager ist das schon losgegangen. Wenn das Sackgeld nicht mehr genützt hat oder gelangt hat für den grossen Footprint, den man selber hatte, hat man Geld verdienen.
Das ist tatsächlich meine erste Anschaffung und tatsächlich eine Stereoanlage. Was hast du gemacht dafür? Ja, viel. Viel? Schön. Viel geschwitzt. Viel geschwitzt. Ich hatte im Wesentlichen 2 typische Jobs. Einer war auf einer Privatbank, so Transaktionsbeleg auf Papier alphabetisch sortieren und nachher irgendwo ablegen. Da haben wir auch all die interessanten Pseudonyme von den Leuten gesehen. Das war sehr unterhaltsam. Das Zweite war bei einer Gärtnerei arbeiten. Unter anderem zum Beispiel wochenlang so eine Regentonne, die mit Beton gefüllt ist, über Felder bewegen, damit die Felder planiert sind, um sie nachher bewirtschaften oder besäen oder was auch immer dann gemacht wurde. Also du hast richtig hart gearbeitet für deine Stereoanlage? Das war tatsächlich recht hart. Vor allem auch sehr mental hart, wenn man den ganzen Tag das Gleiche macht. Vielleicht können wir mal ein bisschen weitergehen in deinem Leben. Dann hast du irgendwo Chemie gemacht und irgendwann bist du aufgebrochen an die ETH. Genau. Hast du das schon von Anfang an gewusst? Oder wann hast du gewusst, dass du an der ETH studieren willst? Ich habe es sehr früh gewusst. Ja. Also in meiner Erinnerung ist das sehr kurz, nachdem ich den ersten Computer bekommen habe und da wirklich so voll reingestiegen bin. Ich glaube, ich hatte sehr kurz danach Klarheit für mich, dass das mein Weg ist, dass ich wieder Kante gehe und dann Informatik studiere. Okay. Und du hast nie Angst oder Unsicherheit, dass du das nicht schaffst? Also wie hast du die Überzeugung gewonnen? Heute frage ich mich sogar, woher ich überhaupt gewusst habe, dass man Informatik studieren kann. Aber irgendwie war es klar gewesen. Ich weiss noch, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe einen Bekannten von mir, der hat damals Informatik studiert an der ETH. Und den habe ich dann mal befragt, wie das so ist. Und offen gestanden habe ich es sehr unattraktiv gefunden, was der mir erzählt hat. Aber ich habe gefunden, ich mache es jetzt trotzdem. Und irgendwie bin ich ich habe nie daran gezweifelt, dass das nicht klappen könnte. Das Studium, bist du ein super Student gewesen, einer, der immer die besten Noten hatte, oder wie bist du? Ich glaube, gegen den Schluss ist es immer besser geworden. Am Schluss bin ich schon bei den ganz Guten gewesen, aber überhaupt nicht von Anfang an und überhaupt nicht über die ganze Zeit. Ich bin eher so ein Optimierer. Es gibt so Themen, die mich sehr interessieren, kann ich sehr stark einsteigen. Und beim Rest schaue ich mehr, dass ich mit vertretbarem Aufwand einfach weiterkomme. Was sind das für Themen, die dich besonders interessiert haben? Oder an was hat man nachher gemerkt, dass Sie das so interessiert hat? Im Studium hat mich sehr stark die technische Seite der Informatik interessiert. Also alles, was mit Betriebssystemen zu tun hat, mit Netzwerk, mit Compilerbau, Programmiersprachen. Das habe ich sehr interessant gefunden. Und dann hast du dementsprechend deine Kurse ausgewählt oder hast du nachher daheim ganze Nächte durchprogrammiert, wo du die Sachen hast gemacht, die dich besonders interessieren? Beides, ja. Ich habe schon mein Studium so gestaltet, dass viel von dem vorkommt. Das war so meine Vertiefung, auch Semesterarbeiten und Diplomarbeiten. Und viel die auch in die Richtung experimentiert oder mich damit befasst. Ja. Und daheim war, wo hast du gewohnt, denn zumal? Damals habe ich in einer WG gewohnt, im Seefeld in Zürich, in einer Wohnung, in einer Dreizimmerwohnung, wo wir zu dritt waren, wo die ganze Wohnung sage und schreibe 450 Franken pro Monat gekostet hat, weil das Gebäude gleich abgerissen worden ist. Aber dir hat das nicht so gestört, du hast die Türen zugemacht und hast dich deinem Interesse gewidmet? Genau. Okay, dann hat man einfach nachher so ein bisschen Licht an deinem Fenster gesehen. Fenster hat es gehabt? Fenster hat es gehabt, ja. Okay, super. Du bist nachher weiter an der ETH, hast dich entwickelt dort. Du hast mir mal gesagt, es hat Vorbilder gegeben in deinem Leben. Hast du an der ETH ein Vorbild gehabt? Hast du zu irgendjemandem aufgeschaut? Ja, also es hat viele Vorbilder gehabt in meinem Leben und das sind meistens, also häufig sind das Vorgesetzte, Chefs von mir. Ja. Und an der ETH hat es tatsächlich eine Person gegeben, die mich sehr geprägt hat und auch heute noch mit mir verbunden ist. Als Nebenfach habe ich Didaktik noch studiert und dann nachher auch 1-2 Jahre recht viel auch beruflich in Didaktik gemacht, als Kursleiter in der Erwachsenenbildung,
und auch als Mitautor von Fachbüchern. Und der verantwortlich für die Didaktikausbildung. Mit ihm habe ich sehr viel zusammengearbeitet und von ihm habe ich sehr viel mitgenommen für mein weiteres Leben. Das war bewusst dann für dich ein Vorbild gewesen. Also du hast wie ihn beobachtet oder wie ist dein Bezug zu einem Vorbild? Ja, also für mich sind Vorbilder Leute aus meinem alltäglichen Leben. Also nicht so irgendwie Leute, die ich gar nicht persönlich kenne, sondern Leute aus meinem alltäglichen Leben, wo ich finde, die haben Aspekte von ihrer Persönlichkeit, die ich erstrebenswert finde für mich selber, wo ich dann versuche, das eine oder andere abzuschauen. Zu Doodle müssen wir auch wahrscheinlich nicht viel sagen. Doodle war eine Erfolgsgeschichte, aber mich würde es interessieren, wie war das Ganze am Anfang? Du hast nicht gewusst, dass das gut kommt mit dem Doodle, wo du die Geschäftsidee entwickelt hast. Wie waren die Reaktionen aus deinem Umfeld? Ja, also Geschäftsidee entwickelt ist ja schon mal viel gesagt. Es ist ja sehr organisch gelaufen, die Geschichte. Aber einfach dort, wo ich dann überlegt habe, wirklich eine Firma zu gründen, mit der Absicht, Geld zu verdienen und irgendwie ein erfolgreiches Unternehmen daraus zu machen, habe ich natürlich mit vielen Leuten geschwätzt und die Idee diskutiert oder die Absicht diskutiert. Und da hat es ganz unterschiedliche Reaktionen gegeben. Die guten Reaktionen in meinen Augen sind die, die einfach bestärkt haben und gesagt haben, probier es aus, find es raus. Im schlimmsten Fall geht es schief, aber auch dann ist es eine gute Erfahrung. Ja. Es hat aber auch viele Leute gegeben, die sehr stark abgeraten haben davon, das überhaupt zu probieren, die sehr starke Meinung hatten, dass das irgendwie nicht gut kommen wird. Warum? Also, oder was waren deine beiden Bedenken? Viele Leute, und ein Argument, das viele Leute hatten, war, das ist ein Feature und nicht ein Produkt. Das ist natürlich irgendwie auch eine gültige Überlegung. Und da kann man sich darüber streiten. Jetzt haben wir irgendwie nichtsdestotrotz, auch wenn die vielleicht recht hatten, irgendwie ein erfolgreiches Business darauf aufbauen. Das war eigentlich auch okay, weil das eine inhaltliche Auseinandersetzung ist. Aber es gibt auch viele Leute, wo man das Gefühl hat, oder wo ich das Gefühl hatte, die haben einfach nur so eine gewisse Risikoaversion gehabt. Also gefunden, es klappt doch nicht und bleib gescheiter bei deinem angestammten Job und gang das Risiko nicht ein. Und das sind die Sachen, wo ich denke, ja, das ist ein bisschen hinderlich halt für eine gewisse Aufbruchsstimmung, die man auch ein bisschen wegstecken muss, wenn man so also wie hast du auf die Situation reagiert? Was hat das mit dir gemacht? Ja, mich hat es eigentlich gar nicht so gestört, weil mir hat es mehr geholfen, um meine Überzeugung zu verifizieren. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich probiere jetzt das und schaue, was passiert. Und wenn Leute mich bestärkt haben, war es sehr gut gewesen. Und wenn sie mich nicht bestärkt haben oder kritisiert haben, dann ist es für mich mehr ein Gradmesser für meine Überzeugung gewesen. Und je häufiger mir das passiert ist und ich trotzdem dran geblieben bin, desto mehr war klar gewesen, das mache ich jetzt, das probiere ich jetzt. Hast du da einen Tipp, wie du das gemacht hast? Ist das wie mental gewesen, wenn einer kam, hast du gesagt, dem zeige ich es jetzt? Ich glaube, es hat tatsächlich mit dem Naturell zu tun, dass ich sowieso ein bisschen so funktioniere. Also wenn jemand sagt, es klappt eh nicht, dass ich es dann erst recht irgendwie zeigen. Also so ein bisschen eine gewisse Trotzigkeit auch drin ist. Das ist das eine. Ja. Das andere ist aber auch, dass ich recht früh einfach gefunden habe, das Risiko ist nicht groß. Das Risiko sind allenfalls Opportunitätskosten, wenn man irgendwie nicht wie im angestammten Job irgendwie einen guten Lohn verdient, sondern halt ein Jahr, 2 lang wenig bis nichts verdient und dann halt damit leben muss mit dem Lohnausfall sozusagen von dem Jahr oder von diesen 2. Und die Opportunitätskosten, wenn du jetzt dort bleibst, das ist etwas, wo du findest, das kann man eigentlich in Kauf nehmen. Darum hast du es gemacht. Also zumindest mit meiner und der Voraussetzung von Paul, meinem Mitgründer, kann man das auf jeden Fall in Kauf nehmen, weil man hat irgendwie eine gute Ausbildung, man ist gut gestellt, wir haben beide erspart gehabt. Wir finden, selbst wenn jetzt das kein Erfolg ein Misserfolg gewesen wäre, hätten wir problemlos wieder einen Job gefunden. Insofern sind es tatsächlich einfach nicht existenzielle Opportunitätskosten und die kann man problemlos tragen. Das würde aber eigentlich für jeden jungen Schweizer, junge Schweizerin zutreffen. Also wir sind da in einer sehr glücklichen Position. Oder hast du das Gefühl, dass das jetzt speziell bei dir so ist? Nein, ich denke, das trifft für viele Leute zu. Natürlich nicht für alle, aber zumindest irgendwie
in einer Industrie wie irgendwie Informatik, Internet, Digitalindustrie, wo die Leute sowieso gesucht sind, trifft das auf jeden Fall zu. Aber frustriert dich das manchmal schon, wenn du jetzt merkst, wie fest dass die Leute hadern damit? Also... Nein, es frustriert mich nicht. Aber ich versuche dann, dort, wo ich spüre, da braucht jemand einfach noch so ein bisschen einen Schubs, damit er oder sie das probiert. Dort probiere ich etwas dazu beizutragen. Und ich finde es schön, wenn die Leute etwas probieren, das Risiko eingehen. Mhm. Und wie machst du den Schubs? Gut zureden. Gut zureden. Ja. Und ihnen versuchen aufzuzeigen, dass das Risiko gar nicht so gross ist. Ja, genau. Also eben, dass es schlussendlich, Dass gar nicht viel passieren kann. ja, dass der Worst Case sehr tragbar ist. Ja. Und dass selbst im Worst, also so ich sage mal im Worst Case von, man hat halt nicht einen Erfolg im Sinne von, man kann die Firma verkaufen oder sie wird irgendwie sehr erfolgreich oder wie auch immer, dass selbst dann der Gewinn da ist als persönliche Erfahrung. Ja, also du würdest es allein, auch wenn jetzt Doodle nicht erfolgreich wäre, würdest du es allein wegen der persönlichen Erfahrung machen? Ja. Ja. Und würdest es auch jedem empfehlen, Ja, das zu versuchen? Ja. Super. Vielleicht, wenn du uns ein bisschen erzählst, bei Doodle, wo ihr seid gewachsen, ich kann mir vorstellen, aus meiner Erfahrung selber, so ein Unternehmen aufzubauen, Leute anzustellen, Leute zu organisieren, das ist eine Herausforderung. Wie bist du mit dieser Herausforderung umgegangen? Ja, also für mich war es eine grosse Herausforderung. All die Aspekte, die es braucht, wenn man eine Firma aufbaut, wie bin ich mit der umgegangen? Die haben mich einfach, also wie alle anderen auch, die das machen, die haben wir einfach immer das macht, was gerade am meisten brennt. Und dann, Feuerlöscher am Anfang. Genau, und dann, ja. Hat er irgendwann angefangen zu organisieren? Hat er irgendwelche Richtlinien eingeführt bezüglich Kommunikation? Wie hat sich das entwickelt, die Firma? Ja klar, ich meine, am Anfang waren wir einfach die zwei Gründer gewesen, und das ist eine völlig andere Dynamik, wo so eine Gründerbeziehung ist. Oder? Da hat man sind beide voll drin, beide die gleiche Verantwortung, man vertraut sich zu 100%. Es geht alles mit wenig Kommunikation, es ist alles klar. Das ist eine ganz andere Dynamik, als wenn nachher erste Mitarbeiter dazukommen. Es gibt erste Bewegungen dann, oder wenn dann das Team noch grösser wird. Das verändert sich nonstop und da muss man schon darauf achten, wie man mit dem umgeht, wie man das Team dazu bringt, dann auch wieder gute Leistung zu erbringen. Da gibt es ja das Modell von Forming, Storming, Norming, Performing und ich habe erst dort gelernt, dass es in jedem Teamprozess die Storming-Phase gibt, wo es einfach auch... Dass man die muss akzeptieren, dass das dazugehört. Okay. Die muss man durch. Und hast du ein Beispiel aus deiner Zeit, wo du kannst sagen, da hat es in einem Team ein bisschen gebrodelt und nachher ist es aber gut gekommen? Also wir hatten mal eine Phase, wo ich wahrgenommen habe, dass einfach Kultur nicht so gut ist. Es war so eine Kultur von, schon so ein bisschen, dass, obwohl wir nur irgendwie 8 oder 10 Leute waren, schon so ein bisschen eine Kultur von leichtes Gärtchen-Denken, so einen gewissen Röstigraben zwischen Engineering und Verkauf, eine Kommunikation, die ich gefunden habe, irgendetwas stimmt nicht ganz. Und ich habe das ein paar Monate lang beobachtet und versucht herauszufinden, was ist da los. Und habe irgendwann gemerkt, die ganze Kommunikation ist sehr stark geprägt von Ironie, Sarkasmus. Okay. Was dazu führt, dass man nichts so ernst nimmt, dass alles so leicht gebrochen ist, sowohl im Guten wie auch im Schlechten. Ja. Und haben mir dann überlegt, was mache ich jetzt? Und schlussendlich habe ich einfach bei mir geändert. Ich habe also gemerkt, ich habe auch viel Sarkasmus in meiner Sprache und habe dann für mich beschlossen, von heute auf morgen sozusagen, zumindest im Arbeitsumfeld, so weit wie möglich die Ausprägung von Sprache, eben Sarkasmus, Ironie, für mich zu verbannen. Und das hat einen Einfluss gehabt. Wie hast du das gemacht? Hast du einfach gesagt, jetzt mache ich es nicht mehr? Ja. Das hat funktioniert? Das hat funktioniert und das hat einen erstaunlich schnellen Einfluss auf das ganze Team, das das auch viel weniger gemacht hat. Ja. Und wo wirklich, ich habe noch 1, 2 andere Sachen gemacht, aber wo echt so die Stimmung und die Kultur völlig verändert hat. Wenn man einfach mal angestanden ist und den Leuten gesagt hat, hey,
war gute Arbeit. Ohne nachher noch irgendwie einen Spruch zu machen dazu, sondern einfach stehen zu lassen. Das muss man selber zuerst mal aushalten und das Team muss das aushalten. Ja. Und das Gleiche auch mit Kritik. Ist es ein Managementprinzip von dir, dass du über Vorbild versuchst zu führen? Eher, ja. Doodle ist nachher recht gewachsen. Ihr seid gross geworden an Mitarbeitern, Userzahlen. Wie geht man mit dem um, wenn man so wächst? Und gibt es Sachen, wo du ab und zu sagst, das haben wir besonders gut gemacht? Oder Sachen, wo du sagst, dass in diesem Wachstum extrem schwierig war? Mitarbeitermäßig sind wir ja nicht so wahnsinnig gewachsen, wenn wir so gut skalieren mit wenig Mitarbeitern. Die Herausforderung bei uns war eher das Userwachstum und damit auch das Wachstum oder die Skalierung von der technischen Plattform, wo das Userwachstum oder die User bedient. Das sind die grösseren Herausforderungen. Und das sind einfach konstante Herausforderungen, dort immer wieder einen Flaschenhals zu entdecken und den dann wieder zu lösen. Das ist bis heute Alltag halt, bei Doodle. Ja. Und das ist auch etwas, wo Doodle interessant gemacht hat für Informatiker. Weil, die Skalierbarkeit. Ja, und dieselben Probleme auch zu lösen. Weil die Probleme, da gibt es nicht so viele Firmen in der Schweiz, die derartige Probleme haben. Also so hohe Userzahlen und so hohe Transaktionszahlen. Das heisst, wir können Probleme bieten, die andere nicht haben. Das hat dann wieder Informatiker angezogen. Und das war ganz interessant, ganz am Anfang, als wir Doodle gestartet haben mich meine Informatiker-Kollegen so vom Studium und so, die haben mich oder Doodle eher so belächelt, weil sie gefunden haben, ja, das ist ja so eine einfache Geschichte, das könnte ja auch noch schnell. Und irgendwann hat das aber auch geändert, wo man gesehen hat, was da das schon irgendwie auch Komplexität dahinter ist. Ja. Und dort hat er die Leute hat er Informatiker rekrutiert? Schon noch etwas, das eine Herausforderung ist, macht man nicht über eine Stelleninserat, nehme ich an. Ja, die Frage ist, an welchem Ort. Ja. Bei uns war es gut, wir hatten sehr starke Verbindungen an die ETH, an Studenten dort, wo kurz vor dem Abschluss sind. Also von dort haben wir irgendwie immer wieder Leute rekrutiert. Und wenn du dann natürlich mal ETH Leute hast, dann haben die selber auch wieder irgendwie Kontakt zu der nächsten Generation. Und so sind immer mal wieder Leute gekommen. Sowohl von Zürich als auch von Lausanne. Dann auch sonst hat uns sehr geholfen, dass Doodle eine bekannte Marke ist. Ja. Und das ist halt erstrebenswert für viele Leute, um an so einem Ort zu arbeiten, wo dann einem Freunde darauf ansprechen, du arbeitest bei Doodle, erzähl mal. Ja. Das ist irgendwie bereichernd, auch für so viele User, ein Produkt für so viele User zu bauen. Du hast viele User, nur ganz schnell. Ja. Wie viele User sind das effektiv? Als ich gegangen bin, sind es leicht mehr als 25 Millionen im Monat. Das ist wirklich, mit was kann man es vergleichen? Wer hat etwa auch 25? Gibt es Internetseiten in der Schweiz, die auch so viel haben? Und wer ist das? Meines Wissens... Also mir fällt jetzt gerade keine ein. Ich glaube, Doodle gehört schon so zu den grossen Schweizer Plattformen, die international so einen Footprint haben. Und das ist vor allem, weil viel aus dem Ausland kommen, von diesem Traffic. Wie viel ist aus dem Ausland gekommen? Von diesen 25 Millionen? Ja, in der Schweiz sind es irgendwie, je nachdem wer wie genau zählt, sind es irgendwie 1 bis 1,5 bis vielleicht 2 Millionen und der Rest ist aus dem Ausland. Verrückt. Wie seid ihr so bekannt geworden international? Das ist in allererster Linie ist das die Viralität, die inhärent in Doodle eingebaut ist. Weil wenn du einen Termin finden mit Doodle in einer Gruppe, dann schickst du den Link rum. Ja. Macht nur dann Sinn. Und der Link geht dann zu Leuten, die potenziell zu neuen Doodle-User werden, die den Doodle auch wieder regelmäßig einsetzen, die dann den Link auch wieder rumschicken. Und darum ist schon die Viralität, die viele danach sich sehnen, ist bei Doodle halt direkt im Produkt eingebaut. Ich würde sagen, das war eines der Erfolgsgeheimnisse wahrscheinlich. Absolut. Ja. Absolut. Habt ihr eigentlich gar nie User-Werbung gemacht, oder? Wir haben, das ist sozusagen die schöne Seite der Medaille, ja. Dass wir die User Acquisition gratis kriegen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass wir es
bislang, oder bis ich gegangen bin, nie geschafft haben, das noch systematisch weiter zu unterstützen. Und wie können die Steuern sagen, wenn wir da das und das investieren, dann haben wir nachher 1 Million User mehr oder so etwas. Aber wir haben immer wieder, und es werden heute noch Experimente gemacht, um herauszufinden, ob man das irgendwie doch noch ankriegt. Was wir gemacht haben, ist PR-Massnahmen, um einfach da oder dort wieder irgendwie so einen neuen Herd von Doodle-User können generieren. Ja. Ich stelle mir vor, mit der Anzahl User steigt hier der Backlog an Funktionalitäten, an Bedürfnissen. Wie seid ihr mit dem umgegangen, mit dem Schwall von Ideen, was man mit Doodle alles schon noch machen könnte? Also erstens mal ist wenn ein Consumer-Produkt so eine Grössenordnung erreicht, ist natürlich auch der Support eine gewisse Herausforderung, wo man versuchen muss, dort den Aufwand möglichst tief zu halten und das Produkt möglichst einfach zu halten und benutzerfreundlich. Und du sagst richtig, also es gibt dann einfach jeden Tag Dutzende und Hunderte von Anfragen, was man jetzt noch alles könnte wählen, was Doodle machen soll. Die abstrusesten Sachen und teilweise auch ganz normale Sachen. Und dort ist die Herausforderung schon einfach Nein sagen. Also, je älter Doodle wurde, je grösser Doodle wurde, desto wichtiger ist meine Aufgabe einfach Nein zu sagen zu vielen Sachen, sodass man nicht völlig ausufert und am Schluss so ein komplexes aufblasenes Gebilde hat, wo zwar vielleicht vieles mehr kann, aber dafür für die 90% von unseren Usern, die einfach nur wegen dem kommen, was Doodle macht, nachher die verliert, weil es zu kompliziert wird. Etwas, was ich ganz cool habe gefunden bei Doodle, ist so die termin- und ortsbasierte Werbung. Wie seid ihr auf das gekommen? Ja, das ist eigentlich die Auseinandersetzung einfach mit unseren Werbekunden. Oder? Wir haben Werbekunden und haben auch versucht, halt herauszufinden, woran haben die Interesse einerseits und andererseits, was könnte unser USP sein in diesem Werbemarkt. Der ist ja sehr umkämpft, weil es ein Überangebot gibt an Werbeplätzen im Vergleich zu den Investitionen in Werbung. Und darum haben wir uns überlegt, wie können wir uns absetzen von der Konkurrenz. Und das war eine Idee, das ortsbasiert, das bietet viele andere auch an. Und dann eben das Terminbasierte, etwas, das auch einen Zusammenhang hat, wo wir auf der Suche waren nach einem Produkt, das für unsere Werbekunden nützlich ist, aber auch potenziell für unsere User. Wenn man einem User sagen kann, hey, dann und dann ist die und die Veranstaltung, die dich allenfalls interessieren könnte. Also mach gescheiter nicht dann ab, sondern kauf stattdessen das Billett. Oder so. Darum haben wir in diese Richtung viel experimentiert. Ja. Das ist vielleicht etwas, was viele Start-ups am Anfang zu wenig machen. Dass sie fast zu lange im stillen Kämmerlein sind. Das machen sicher viele falsch, ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, vielen würde es gut tun, früher rauszugehen und schon mit den ersten Prototypen ein Kundengespräch suchen und dort Feedback einholen. Du hast vorher gesagt, wir bei Doodle. Ja. Finde ich schön. Du bist gar nicht mehr dabei oder bist du noch in irgendeiner Funktion Nein, mit ich bin Doodle gar nicht mehr dabei. Bist gar nicht mehr Weder dabei. operativ noch als Aktionär noch sonst etwas. Kannst du schnell vielleicht ganz kurz erzählen, wie der Ausstieg bei Doodle, wie das gelaufen ist? Also wie dass du dich dort langsam hast daraus rausgenommen hast? Ist das so etwas, was du bewusst hast wollen? Oder ist das irgendwie, dass etwas Neues am Horizont ist aufgegangen und dass du hast gesagt, ich brauche Zeit? Wie ist das? Wie trennt man sich von so etwas? Wenn man so etwas Tolles aufgebaut hat, wie trennt man sich von so etwas? Also die Basis haben wir schon beim Starten gelegt, weil wir von Anfang an gewusst haben, wir wollen hier etwas Schönes, etwas Gutes aufbauen. Ja. Aber wir wollen das jetzt auch nicht die nächsten 30 Jahre machen. Also es war von Anfang an bei Ihnen, Paul und mir klar, wir wollen dann auch mal wieder das loslassen und Zeit und Ressourcen haben für etwas anderes. Und dann haben wir irgendwann Investoren geholt. Bei denen war es auch klar, die möchten irgendwann das Geld, das sie investieren, auch wieder verflüssigen und können ihren Investoren zurückgeben. Also man hat schon früh gewusst, dass wir dort rauslaufen. Und wo dann irgendwann habe ich gespürt, meine Zeit wird langsam kommt am Ende da. Einerseits, weil ich das Gefühl hatte, ich habe etwa jeden Gedanken, den man sich in dieser Doodle-Welt machen kann, habe ich mir glaube ich, schon 2-3 Mal gemacht. Ich habe schon x-mal ein Redesign von Doodle gemacht. Ich habe gemerkt, die Luft ist langsam draussen. Ich habe dem Projekt gegeben, was ich zu geben habe. Und Doodle als Firma war in einem sehr guten Zustand. Und so war dann für mich irgendwann klar, jetzt arbeite ich darauf hin, dass ich mich dort zurückziehen kann.
Wie geht das im Prozess? Hast du da Ja, erstens ist es ein langer Prozess. Am Schluss, wenn man es dann wirklich macht, sind alle Leute erstaunt und fragen so, du bist du's und was ist denn und wieso? Und es ist ja völlig überraschend, wie geht es dir? Aber für einen selber ist es so, das fährt schon Jahre. Bei uns hat es etwa 2 Jahre vorher angefangen mit so einer ersten Idee und dann will man das abplanen. Nachfolgeplanung, wer nimmt welche Posten nachher ein. Und dann verdichtet sich das immer mehr zu Kommunikationsplanung und so weiter und so fort. Aber das heisst, man hat lange Zeit, um sich auf den Moment einzustellen. Und konkret heisst es, du bist operativ ausgeschieden und nachher noch im Verwaltungsrat gewesen und irgendwann schon aus dem Verwaltungsrat, oder? Ja, operativ zuerst ausgestiegen, noch im Verwaltungsrat und Aktionär gewesen, und irgendwann dann gleichzeitig als Aktionär im Verwaltungsrat ausgestiegen. Und ist das ein schwerer Moment gewesen? Wenn bist du gefühlt bei Doodle gegangen? Ist es eher dann, wo du das Büro hast aufgegeben, oder ist es eher dann, wo du die Aktien aufgegeben hast? Für mich war es schon dann, als ich die letzten Aktien abgegeben habe. Alles andere vorher ist so ein bisschen, habe ich mich darauf eingestellt. Es war so klar, das ist jetzt ein Schritt nach dem anderen in dem Prozess, das Projekt abgeben in andere Hände. Und hat mir alles überhaupt keine Schwierigkeiten bereitet. Und auch der letzte Schritt auch nicht, aber es ist halt so der formelle Schritt, wo dann alles auch rechtlich und so einfach klipp und klar ist. Und ich weiss noch, als ich die letzte Unterschrift unter den Vertrag setzen, das war dann schon einmal so ein mulmiges Gefühl zu wissen, wenn ich da unterzeichnet habe, dann habe ich nachher gehört mir einfach nichts mehr an diesem Projekt. Ja. Und zu sagen habe ich auch nichts mehr. Und Tränen hast du nicht vergossen? Nein, das habe ich nicht. Hat es irgendwo mal einen Tag gegeben bei Doodle, wo du hast gedacht, heute geht mir die Decke auf den Kopf, heute geht die Welt unter? Hat es das mal gegeben, oder? Hat es viele gegeben, letzten Endes. Ja, hat es viele gegeben. Aber vielleicht so die für mich auch schlussendlich eine der schöneren Erfahrungen ist so ein Dienstag. Das war für mich so der Black Tuesday, wo wir haben dann schon eine grossartige, wirklich gute IT-Infrastruktur gehabt, hoch redundant ausgelegt und alles. Aber trotzdem, wie es der Zufall will, ist dort passiert, dass 2 oder 3 Systeme gleichzeitig ausgefallen sind an dem Morgen, irgendwie am 8 oder so. Und dann ist Doodle einfach stillgestanden. Und dann haben wir das so angefangen zu untersuchen. Und haben so nach einer halben Stunde haben wir gemerkt, es gibt eine längere Geschichte. Das ist nicht einfach eine Frage von irgendwo einen Server wieder rebooten oder so, ja. Und dann ist alles wieder gut. Und dann haben wir angefangen das flicken und nochmal eine halbe Stunde später hat Radio Zürichsee, glaube ich, angerufen und mich verlangt und mich gefragt, ja, sie haben festgestellt, Doodle laufe ich nicht. Und, das habe ich auch festgestellt. Was denn jetzt lustig? Und dann weiss ich noch genau, wie so das Adrenalin ist. Und ich mich einerseits gefreut habe und andererseits in Panik ausgebrochen bin. Weil einerseits natürlich gefreut, weil ich dachte, ja, wir sind so gross, dass irgendwie das Radio anläutet, wenn wir nicht mehr laufen. Was kann Besseres passieren? Und andererseits so, jetzt bin ich schon irgendwie der Bevölkerung Rechenschaft schuldig, ob unser Dienst läuft oder nicht. Und das war auch ein Tag, wo wir so im Halbstundentakt so Krisensitzungen und Fortschrittssitzungen gemacht haben. Ein sehr intensiver Tag, aber dann auch eine sehr schöne Erfahrung, dass man das auch wieder ankriegt und kann managen kann. Wie ist denn die Geschichte zu Ende gegangen, wenn Sie wieder zurückkommen? Es ist lang gegangen. Es ist bis um 4 Uhr gegangen, bis wir wieder online waren. Ja. Und da hat es schon den einen oder anderen Bericht auch gegeben, aber schlussendlich auch das übersteht man und es ist kein Weltuntergang. Vielleicht, wenn wir grundsätzlich über Unternehmertum und über die Schweiz mal reden, hast du irgendeinen Wunsch oder einen Ratschlag an die Schweiz, wo du sagst, damit wir unternehmerischer unterwegs sein können, muss das und das passieren? Ich werde viel gefragt und viele von meinen Unternehmerfreunden werden das häufig gefragt, was die Schweiz machen muss, um das nächste Silicon Valley werden. Ja. Ich glaube, dort ist der Anspruch auch ein bisschen gross, dass man jetzt die Vorstellung hat, man könnte in kürzester Zeit da irgendwie es aufnehmen mit der Wirtschaftsleistung von einem Silicon Valley, in dieser Digitalwirtschaft. Ich bin sehr pragmatisch, ich habe das Gefühl, was man sicher mal braucht, ist so ein bisschen Geduld. Weil das einfach Zeit braucht. Auch. Wenn man sich überlegt, die Schweiz hat, je nachdem, wie man das alles interpretieren will, vielleicht 2 oder 3 Generationen auf dem Buckel, was das Unternehmertum anbelangt, im Digitalbereich. Während Silicon Valley
5, 6, 7 Generationen auf dem Buckel hat. Was ist eine Generation vielleicht? Also du redest nicht von Menschenleben? Nein, nicht Menschenleben, das wäre Genau. ein bisschen zu lang. Aber irgendwie so einen Unternehmerzyklus vielleicht, 7, 10 Jahre oder so etwas. Wo es einfach im Silicon Valley vor allem viel mehr gibt. Insbesondere von so Role Models, wo das schon mal gemacht haben, Firmen gegründet haben, mehrere Firmen gegründet, mehrere Firmen aufgebaut, verkauft, wo dann wieder jüngere Generationen zur Verfügung stehen als Investor, als Mentor, als Advisors, wo dort einfach viel grössere, breitere Dynamik stattfindet als da. Aber ich sehe in der Schweiz sehr viele gute Signale, wenn ich vergleiche, wo wir gestartet haben und wo die Schweizer Szene heute ist, hat sich da sehr viel entwickelt. Es gibt viel mehr Leute, die aktiv sind, die Erfahrung haben, die ihre Erfahrung und auch ihr Geld einbringen in neue Unternehmen und mithelfen, die aufzubauen. Du würdest sagen, Vorbilder und ausreichend Geduld ist so das Geheimrezept. Genau. Eines der Vorbilder kannst du sein, oder du bist recht aktiv in dieser Szene. Ist das etwas, was dir besonders Spass macht? Oder warum machst du das? Machst du das vor allem für dich oder machst du das vor allem für das Ökosystem, dich so engagieren? Ich bin einigermaßen aktiv, ja. Einerseits als Investor, wo in das ein oder andere Startup investiert, wo ich gut finde. Andererseits auch häufig als Mentor oder Coach in verschiedenen Kontexten. Das mache ich in allererster Linie tatsächlich ganz eigennützig für mich selber, weil es mir Spass macht, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten. Und unternehmerische Leute sind immerhin sehr motiviert, sehr engagiert, intelligent, neugierig. Und ich finde es für mich sehr bereichernd, mit so Leuten zusammenzuarbeiten. Da lehre ich meistens mehr als die Leute von mir. Schön. Das ist schon ein Auswahlkriterium. Ja. Ich schaue als erstes aufs Team und darauf, wie sympathisch sind mir die, aber auch genau der Aspekt, wie viel kann ich da lernen, wenn ich mit diesen Leuten zusammen arbeite, wie gut passt das auch mit der Zusammenarbeit. Ich finde das wichtig und gut. Aber natürlich gibt es den Aspekt schon auch, dass ich das Gefühl habe, ich möchte etwas zurückgeben. Ich habe irgendwie jetzt da das Glück gehabt und können das Projekt aufbauen und erfolgreich sein damit. Und möchte gerne irgendwie etwas der Szene irgendwie zurückgeben, soweit das irgendwie möglich ist. Ja. Ich habe gehört, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht, jetzt gerade abgeschlossen kürzlich. Hat das auch mit dem zu tun, oder wieso hast du die Coaching-Ausbildung gemacht? Das hat ja am Rand auch mit dem zu tun. Die habe ich vor allem gemacht aus meinem persönlichen Interesse und weil ich das Gefühl hatte, ich kann das überall irgendwie einfließen lassen in meine Arbeit. Und der Impuls ist tatsächlich auch aus Doodle herausgekommen, weil ich dort gemerkt habe, wie wichtig es auch ist, am Team mit den Leuten zusammenzuarbeiten und die irgendwie fördern, dass sie zur Höchstleistung auflaufen als Team. Und das gerne ein bisschen vertiefen und weitere Mechanismen lernen, Zusammenhänge lernen, aber auch Werkzeuge lernen, um das zu fördern, so einen Prozess. Gibt es Sachen in den letzten Jahren, die du dir sonst noch angeeignet hast, die dir helfen, im Arbeitsalltag die produktiver zu machen? Also die Zeit bei Doodle hat bei mir ein paar Sachen ausgelöst, die ich sehr fundamental bei mir verändert habe. Etwas, was sich verändert hat, ist in dem Maß, wie bei Doodle der Druck zugenommen hat, weil es irgendwie mehr Kunden gibt, weil das Team grösser wird, weil irgendwas ist. In dem Maß habe ich auch mehr Sport getrieben. Okay. Und ist mir auch immer wichtiger geworden. Und je grösser der Druck auch war, desto mehr habe ich darauf geachtet, dass ich den Sport eben nicht vernachlässige, sondern dann erst recht mache. In den Zeiten, wo ich den Impuls habe, heute verzichte ich auf Sport, weil ich muss das und jenes noch machen, habe ich für mich gelernt, dass es dann am wichtigsten ist, eben auf den Sport nicht zu verzichten. Das ist sicher etwas. Ich habe bezüglich meiner Arbeitstechnik mich sehr
weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ich habe irgendwann gemerkt, die Arbeitslast ist einfach zu gross, für so wie ich mich vorher organisiert habe, und habe dann einiges auch dort daran verändert. Ja. Wie hast du das gemacht? Für mich ist ein grosser Einfluss so ein Klassiker, ein Buch, ein Klassiker, «Getting Things Done», von David Allen. Das haben ganz viele Leute gelesen. Und dort habe ich mir so die Sachen rausgepickt, wo ich gefunden habe, wo mir etwas helfen. Ein Aspekt ist, sämtliche To-Dos, also alles, was man zu tun hat, an einem Ort sammeln und wirklich sehr strukturiert in einem System zu haben, wo man sich zu 100% darauf verlassen kann. Ein anderer Aspekt, der mir sehr wichtig ist, ist meine Inbox meistens leer zu haben. Das heisst, E-Mails möglichst schnell irgendwie wegsortieren oder bearbeiten. Und wenn es auch nur ist, zurückzumelden, hey, ich habe gerade keine Zeit. Okay, wegsortieren bedeutet nicht löschen. Nicht zwingend löschen, aber das ist auch ein wichtiges Prinzip, Sachen löschen. Also überlegen, muss ich auf das überhaupt reagieren? Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Sachen, wo mein erster Impuls ist, da muss ich jetzt irgendetwas schreiben oder machen, dass es eigentlich gar nicht nötig ist. Zum Beispiel, wenn die Diskussion mit anderen Leuten, unter anderen Leuten läuft, und ich so den Impuls habe, sage ich auch nicht etwas, da halte ich mich heute häufig zurück und finde, sorry, die können ja auch ohne mich diskutieren. Ich glaube, mir ist dort wichtig, ein verlässlicher Kommunikationspartner zu sein, also einfach schnell zu reagieren. Aber eben halt auch vielleicht reagieren im Sinne von, kann ich leider nicht machen, ich habe keine Zeit. Oder ich werde erst in 3 Monaten dazukommen oder sowas. Aber einfach, dass das Gegenüber weiss, irgendwie, das ist nicht ein schwarzes Loch, sondern weiss, woran das Gegenüber ist. Sind wir wieder ein bisschen bei dem Nein sagen? Auch, ja. Ja. Das ist aber etwas, was dir nicht mehr so schwer fällt wie früher. Längst nicht mehr so schwer, nein. Aber ich mache es immer noch zu wenig. Was sind so Sachen, wo du grundsätzlich sagst, nein, das passt dir nicht? Oder was wendest du für einen Filter an, für Nein zu sagen? Neuerdings, das ist auch eine neue Entwicklung, habe ich für mich so einen kleinen Merkzettel, digital, wo ich Sachen draufschreibe, die für mich top of mind sind. Das sind meistens so 3 bis 5 Projekte oder Themen, die ich mich gerade damit beschäftige. Und dann probiere ich alles, was an mich herangetragen wird, irgendeinen Termin mit jemandem, einen Business Case besprechen, irgend sowas, daran zu messen, ob es mich in einer von diesen Sachen weiterbringt. Ja. Wenn nicht, kann ich mir noch überlegen, ob ich einfach sonst jetzt gerade Lust habe, um das zu machen oder sonst einen guten Grund gibt. Und wenn immer noch nicht, dann sage ich es ab. Also, für zu wiederholen, du hast 3 bis 5 Sachen. Wenn es dort nicht einzahlt, überlässt du noch, machst du Freude und sonst machst du es nicht. Ja. Ist das etwas, was du selber entwickelt hast? Bei mir war es eine Konsequenz aus der Reflexion, wenn ich meinen Kalender anschaue und mir überlege, mein Kalender ist voll mit Terminen. Und mich dann hat eben Zeit gegeben, wo ich das so festgestellt habe und mir überlegt habe, warum ist das eigentlich so und warum mache ich alt. Also bin ich mal so durch den Kalender einen Monat lang und mir überlegt, warum mache ich das, warum mache ich das, warum mache ich das. Und habe bei vielen Sachen festgestellt, das ist gar nicht, das ist einfach irgendwie passiert, aber es ist jetzt zwar alles interessant oder irgendwie kann man machen, aber ich habe dann auch festgestellt, dass es führt dazu, dass ich bei den Sachen, wo ich wirklich vorwärts komme, dann einfach nicht mehr recht vorwärts komme und nicht so die Zeit und Energie darin investieren. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass einfach meine Zeit strikter ein bisschen auf die wichtigen Themen zu fokussieren. Merci vielmals. Wir kommen langsam zum Schluss. Wir haben über alles geredet. Ich glaube, wir haben über alles geredet, was es zu mir zu sagen gibt. Ich denke, wir können noch lange weiterreden. Merci vielmals. Hast du dir Zeit genommen für uns? Sehr gerne geschehen. Danke dir. Hoffentlich bis bald.